Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. Heute haben wir mal etwas anderes, etwas Spezielleres, und zwar nichts aus dem militärischen Bereich, sondern aus dem polizeilichen. Und zwar eine taktische Weste aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und zwar hat diese Netzweste ihre glorreiche Zeit Ende der 90er gehabt. Da war das letzte Hoch. Anfang 2000er ging es dann immer weiter zurück mit diesen taktischen Westen auf Netzbasis. Und alles wurde ein bisschen mehr modularer und mehr Molle und gut für die normal Duty Patrol Polizisten. Die haben immer noch weiterhin, auch heute noch, Westen mit aufgenähten Taschen. Aber diese Art findet man nur noch sehr, sehr selten. Dann gucken wir uns jetzt die Weste einmal im Detail an. Wir fangen mit dem rechten Bereich an. Haben hier die Plastikverschlüsse. Machen wir einmal ein bisschen zur Seite. Und zwar hier mit einer länglichen Tasche, die im Inneren Gummibänder hat für Schrotflintenmunition. Dann gehen wir zur Tasche daneben, relativ klein. Hier kommt ein Reizgassprüher rein, auch wieder mit Klett gesichert. Diese Tasche ist oben und unten offen und bietet hier Platz für einen Schlagstock oder so einen ausfahrbaren Schlagstock. Und hier haben wir nochmal eine Magazintasche mit Klett- und Druckknopf gesichert. Für kleine Magazine, hat nochmal eine Unterteilung. Ich gehe davon aus, dass diese Tasche für 10 Schuss Ruger Mini 14 Magazine ist, was bei der Polizei zu dem Zeitpunkt noch immer eine sehr weit verbreitete Waffe war. Es heute in einigen Bundesstaaten auch immer noch ist. Und was anderes könnte ich mir jetzt erstmal nicht vorstellen oder wüsste ich halt auch einfach nicht. Dann haben wir die Seite hier oben, Mehrzwecktasche. Hier sieht man noch, hier war noch mal ein Abzeichen aufgenäht. Das ist entfernt worden vom Vorbesitzer. Und wir haben hier eine einfache Mehrzwecktasche, eine kleine. Dann haben wir unten 4 9 mm Pistolen-Magazintaschen, also für die Dienstpistole. Alle identisch. Und hier an der Seite noch die große Mehrzwecktasche. Auch einfach nur ein großes Fach. Und, wie man es schon erkennt, die kleine Tasche für Handschellen. Dann haben wir im vorderen Bereich noch, hier oben, Gurtbänder zum Fixieren, wenn man was durchschlauft. Und noch mehr Klemmverschlüsse. Die sind, um etwas auf dem Rücken zu befestigen. Verschiedene Rucksäcke, wie auch immer. Hier ist noch ein Kabelführungskanal. Wirklich nur, um Kabel durchzuführen. Geht hier hinten weiter Richtung Funkgerättasche. Da kommen wir jetzt gleich hin. Hier an der Seite ist noch die Möglichkeit, Alice zu befestigen. Geht jetzt am Rücken weiter. Da springen wir jetzt mal hin. Achso, im Inneren ist nichts. Außer Polsterung und die Größenangabe. So, hier ist jetzt schon das Speziellere. Das ist ein sehr altes Design. Und zwar, dass die Größenverstellung hinten mittig auf dem Rücken ist. Später geht es dann an die Seiten. Davor war es immer noch so, dass es auf dem Rücken ist, was auch Vorteile bietet, dass man die Seiten viel besser vollbauen kann mit Ausrüstung und da nicht noch irgendwo Platz zwischen ist für diese Kordelzüge. Und im hinteren Bereich braucht man in der Regel eh weniger, aber halt auch mit Schutzweste geht das Ganze sehr weit auseinander und man hat die Rückenfläche eben nicht. Hier sehen wir noch weitere Fastex-Verschlüsse als Gegenstücke, um was zu befestigen. Und hier auch nochmal, da gibt es verschiedene Rucksacksysteme, die man da anbringen könnte. Die Alice-Schlaufen, gerade eben ja schon mal angesprochen, gehen hier noch weiter. Hier oben sind auch jeweils nochmal 2. Dann haben wir die Funkgerätetasche. Wo es eingeklettet wird. Hier an der Seite wieder Kabelkanal. Hier oben wieder Klett, wo es weitergeht. Hier kann auch noch Ausrüstung eingeschlauft werden.
Gegebenenfalls auch vielleicht mal ein Sling. Wüsste ich nicht, was die damals hatten. Aber da ist ja noch viel möglich. Bergegriff. Auch wieder die Möglichkeit, Kabel durchzuziehen. Auch nichts Besonderes. Und dann haben wir hier eine relativ große Tasche. Da habe ich auch länger für gebraucht, um herauszufinden, wofür die ist. Ich hatte eine Vermutung, die hat sich bewahrheitet. Zeige ich euch einmal, und zwar für die kleine taktische Taschenlampe. Hier eine alte Maglite, und wie man sieht, die füllt die Tasche noch nicht mal ganz aus. Da ist die noch größere Version für gedacht. Also die geht noch mal ein Stück weiter, beziehungsweise was heißt gedacht? Man kann auch diese nutzen. Und so wird das dann verschlossen und man kann die riesige Maglite mit sich führen. Dann haben wir hier im unteren Bereich noch Gurtband vernäht. Und da gucken wir uns jetzt nochmal die Schulter speziell an. Und dieses Fach ist dann für die Flex-Cuffs, also Kabelbinder, ähnliche, die man dann hier in verschiedenen Längen reinschieben kann, die oben dann gehalten werden, weil es hier relativ eng vernäht ist. In verschiedenen Längen kann man die hier reinstecken für alles Mögliche und wird hiermit geschlossen. Und hier sehen wir dann einfach nur noch das Stockpad, also für die Schulterstütze, und wieder so ein eingenähtes, so ein Halter, damit die Schulterstütze nicht weiter aus der Schulter beim Schießen rausrutscht. Das war es auch schon im Detail zu dieser Weste. Dann bedanke ich mich einmal fürs Zusehen. Liked gerne, kommentiert, abonniert, macht die Glocke an, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.